Dieses Motherboard hier birgt ein Geheimnis. Das P5Q Deluxe aus dem Jahr 2009 hat mich mehrere Tage beschäftigt, weil es für das ständige Abstürzen eines PCs verantwortlich war. Die Lösung des Problems fand ich zufällig und es war sehr erhellend. Den PC mit dem Motherboard habe ich von einem Bekannten geschenkt bekommen. Danke dafür an Felix. Der Rechner stand lange im Keller herum, ist mit ins neue Haus umgezogen und nun endlich konnte ich etwas Zeit für ihn finden. Es war ein lange aufgeschobenes Projekt. Es ist ein cooler Rechner, der ca. 16 Jahre alt ist und heute noch gute Dienste erweisen könnte. Aber es gibt ein Problem. Er stürzt ständig ab. Wie ich das Problem überraschend lösen konnte, zeige ich hier. Als ich ihn zum ersten Mal aufgemacht habe, war er sehr verstaubt und viele Kabel waren nicht angeschlossen. Zum Beispiel liefen der vordere Lüfter und das DVD-Laufwerk nicht. Ich habe ihn gereinigt und das Betriebssystem Ubuntu installiert. Das hat auch erstmal reibungslos geklappt. Aber nach einem Versionsupgrade von Ubuntu stürzte das System regelmäßig ab, was mich zunächst auf eine falsche Fährte lockte. Also bin ich auf Fehlersuche gegangen. Ich habe andere Betriebssysteme getestet, aber es ergab sich keine Besserung. Ich habe alle Kabel gelöst und neu gesteckt, neue Wärmeleitpaste auf die CPU aufgetragen und die Kühlleistung der Wasserkühlung verbessert, die RAM-Riegel gesäubert und neu eingesteckt, eine neue CMOS-Batterie eingesetzt, was nötig war, und eine andere Grafikkarte ausprobiert. Bei den RAM-Riegeln habe ich festgestellt, dass einer tatsächlich defekt war und mir schien, dass das System nach dem Entfernen stabiler lief. Aber dann kamen die Abstürze wieder. Ich vermutete dann, dass die Grafikkarte vielleicht zu warm wird, bis ich bei meinen Recherchen über diese Internetseite gestolpert bin, retroweb.de. Das ist eine Seite, wo man sich zu alter Hardware Benutzerhandbücher, Treiber und Informationen holen kann, falls die Hersteller nicht mehr alles anbieten. Auf der Seite fand ich dann die überraschende Lösung, auf die ich alleine vermutlich nicht gekommen wäre. Anscheinend hat das Motherboard ein Problem mit dem IDE-Controller. Auf retroweb.de steht, dass es ein bekannter Fehler des Boards ist. Im Zusammenhang mit der ehemals leeren Knopfbatterie hat sich folgende Lösung herauskristallisiert. Bei der Installation hat das BIOS, weil es wegen der leeren Batterie nichts speichern konnte, die Änderung auf AHCI nicht übernommen und mit IDE das Betriebssystem installiert. Damit aber haben sowohl das Motherboard als auch moderne Betriebssysteme ein Problem. Jetzt kurz ein bisschen Technik. IDE und AHCI sind Schnittstellenmodi für Festplatten. IDE ist die ältere Variante und wurde früher standardmäßig verwendet. AHCI, Advanced Host Controller Interface, ist moderner und bringt einige Vorteile mit sich. Eine schnelle Datenübertragung, Native Command Queuing, das die Lese- und Schreibvorgänge optimiert, Hot-Swap-Unterstützung, falls ihr die Festplatte mal im laufenden Betrieb wechseln wollt. Warum ist das wichtig? Weil eben moderne Betriebssysteme wie Ubuntu deutlich besser mit AHCI klarkommen und der IDE-Modus oft für Instabilitäten sorgt, wie in meinem Fall. Daraufhin habe ich im BIOS die Einstellungen auf AHCI gestellt, eine SSD eingebaut und Ubuntu neu installiert. Zum Test lief der PC eine Woche lang täglich 1 Stunde ohne Probleme. Jetzt kann man auf dem Rechner, der einen Core 2 Quad Prozessor und 4 GB DDR2 RAM hat, gut arbeiten und Videos streamen. Wie viel die Grafikkarte, eine Nvidia GeForce 9800, heute noch hinkriegt, weiß ich nicht. Aber ein Gaming Beast ist das Teil leider nicht mehr. Die Moral der Geschichte? Auch alte Hardware hat oft noch Potenzial. Man muss nur die typischen Macken kennen. Wenn ihr also einen Retro-PC wiederbeleben wollt, gebt nicht zu schnell auf. Manchmal braucht es nur die richtige Einstellung im BIOS oder den richtigen Hinweis von der Community. Wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, schreibt's gerne in die Kommentare. Lasst gerne auch ein Like und ein Abo da. Danke fürs Reinschauen. Ciao und bis zum nächsten Mal.